jeder dag, zondag, ook aan de arbeidsdag. Wat wordt Jezus zeggen, wanneer we aan worden vrouwen? Wanneer hij ons wordt antwoorden, wo wir leben dann, als wir jeder Tag diese Freude an uns haben. Gut, der dritte Punkt. Die Freude an Gebete, die beantwortet werden. Johannes 16, 24. Was fängt wir durch von Vers? Hier sagt, dass an Jesus in einer wieder, was Jesus dit so sagt, bisher habt ihr nichts gebetet in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen. So, dass die Gefahr durch zu beten an uns Fleisch noch. Und hier sagt es aber, wir sollen beten. Nur sie an sie nehmen und da wo wir nehmen. Der Herr ja Jesus in ons Gebetsleben. Der führt uns, der Herr ja Jesus am Gebet. Römer 8, 14, fangen wir dort. Nehmen wir Zeit dazu, zum am Gebet sein. Da ich im Tag auch an der Arbeit, und ich habe einmal viele das, dass der Jesus die Monat zum Beten zu gehen. Als es dein Freund, als es wem in der Kirche, als es kriegt wem, wer auf den Augenblick gehört, nimmst du die Zeit zum Gehen und Beten. Die Arbeit, Tagloten, Losloten und Gehen und Beten. Neem ik mir Zeit zum Beten, wenn der Jesus uns dazu leidet hat. Der Jesus, der lehrt uns, wenn wir beten, das ist in Römer 8, das ist in 15. Vers bei, Leiber Fuhrer, als du das letzte Wort von den Vers. Der Jesus, der will uns lehren an uns Gebet. Er lehrt uns dabei. Da braucht es wie ungefällt sein von des Jesus. Dat wir den Deib an uns hört, dat er dabei wohnen wird. Und der Jesus, der zeugt, wenn wir beten dann. Das in der 16. Vers. Der Herr der Jesus, der gef unseren Jesus das Zeugnis an das Gebetsleben. Der kämpft in halb, wenn wir beten, wenn wir nicht beten können. Das ist in der 26. Vers, das erste Wort. Der halb uns an unsere Schwachheiten. So wir können geloten nur Jesus kommen. Dort, wo wir uns feilen tun. Er halb uns durch. Er will uns durch leiden und führen. Auch wenn wir uns schwach feilen. Wenn wir euch feilen, nur beten. Diese Friede, der Wurst, wenn wir am Namen Jesus beten, dann wusste nicht nur ans Fleisch nur beten, aber am Namen Jesus. Der Friede, Herrn zu haben, lehrt zu antworten am Gebet. Wo fängen wir dort in Psalm 37, 4? Du hast das Vers, wo es sagt, habe deine Lust Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Unser Lust hat Herrn, der wird uns dort geben, was uns Hort wird wünschen. Wo weh? Wenn wir die Herrn der Lust Herrn haben, unsere Friede Herrn haben, dann ist an uns dort berne, dass wir aufgegeben sind und dass wir dort wählen, was der Herr will für uns. Dann sei wir an uns Hort, Herr, dein Wille, nicht mein Wille. Dann da wir uns Fleisch ganz zu ziehen. So das ist wichtig, die Friede Herrn zu haben an diese Sache, gerade an das Gebetsleben. Was uns vierde der zum Gebet erhören. Wenn wir nur sehen wollen, nur beten dann. Wenn auch manchmal war Dinge sind, was wir hier vielleicht eine Antwort verkriegen, nicht verstehen können, aber an einem Tag, wo wir das verstehen können. Aber das ist wichtig, wo wir beten dann. Der letzte Punkt. Die Freude an andere zu Christus führen. Das ist 1. Thessalonicher 2,19. Die Freude haben, an anderen nur Christus zu wiesen. Die nur
naar Christus te wijzen, dat hij ook kan dit genießen. Dit is wat de vrede brengt dat im Himmel. Dit brengt ook vrede voor de engel im Himmel. Lukas 15, 7 en 10 zijn die versen. Jesus zijn lijf voor de mensen. Geef aan deze vrede. Dort te doen wat hij deed. Om kruis te hangen. Zijn leven hand te geven voor ons. Dat vinden we in Hebräer 12, 2. Zo had zo'n lijf voor de mensen. Dat hij deze vrede aan zich had. Dat hij zich hand opvriendde. Hij had kunt dort im Himmel blijven. Waar het schijnt weer. Aber nee, hij weer waarlijk te komen voor mij en die. Om ons te raden. Dat gezegende leven van de vrede brengt een verlangen dat anderen dat ook kunnen beleven. Dat anderen ook kunnen dat genießen. En dat vriendelt je van Jezus erveld te leven. Wanneer een mens opgeveld is, dergelijke Jezus van deze vrede. Waar deze veldige vrede binnen is, dat de ruit strolen dat. Dat brengt anderen naar Jezus. Dat is een help voor de anderen, dat die een verlangen krijgen op Jezus te dienen. De vrucht te zijn van mensen die er niet geboren zijn, die zich haar handje geeft, dat brengt ook grote vrede. Ik glaube, iedereen van hier ben, vielleicht alle würden sagen, ik kan het niet, wat het in je hart is, God weet, en je weet wat het in je hart is. Aber wenn er jemand ist, der sich handgeben dat, der sich zu Jesus Christus, der annehmen dat, als zijn Heiland, dat geeft eine Freude am Hart. Jesus wird dort eine Freude, dass er sein Leben gibt. Im Himmel sind die Engel freien sich. Und das ist wundervoll, für was Jesus getan hat. Gut, zum Schluss noch ein paar Gedanken. Jesus bewirkende vrede kan niet opgearbeitet worden uit ons zelf, dat we dat aan ons willen hebben. We kunnen ons nog zo zeer anstrengen en nog zo zeer verzekeren en vriendelijk te zijn, uiterlijk. Maar dit, van deze vrede, wat dat geredet heeft, dat is een vrede wat het diep am hart passiert heeft. Dat is een vrede wat we ons niet nemen kunnen. Dat is een vrede wat de Jezus aan ons werken heeft. De Jezus geeft ons dat. En we zijn een tempel wat God gemerkt heeft. Waar hij wil bij wonen en waar hij dit wil nemen. En zo ook al die van dit Galater 5:22. Wat alles onder de vrucht komen heeft. Dat de Jezus alle werken aan de Christen. En dat zal de diep am hart zijn. En dat zal de ruitdagen tussen de bloem van dat Jezus leven. De Heilige Geest, die woont in iedereen een van kind wat de werkelijke kind Gottes is. En die werkt deze vrucht aan aan. En 1 Thessalonicher 5:19, da finden wir das Vers. Den Geist dämpft nicht. Entschuldige, das und betriebet nicht den Heiligen Geist Gottes. Dat is Epheser 4:30. In 1 Thessalonicher 5:19 ist, den Geist dämpft nicht. So, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrieben. Wir sollen den nicht von uns schieben, dass der von uns geht. Und wir sollen den auch nicht dämpfen. Wir sollen den nicht ein Hindernis sein an uns Leben. Krijgt es ich schon seht. Gott sein Plan ist, dass er will, durch seinen Geist, dit werken, dass wir das Verantwortung uitleven als Kinder Gottes. Und wir sollen uns handgestellt haben, ganz aufgegeben sein, dass Gott wird sein Wort können tun durch uns. Dass wir handgegeben sind, so
dass wir nicht wo am Stich stehen mit ans Fleisch, mit unseren Gedanken, mit verschiedenen Dingen, was wir erst abnehmen, dass wir dort nicht an uns Beine haben, dort was ein Hänger sind, dass Gott durch seinen Jes uns nicht was keine Brücke auf diese Irrtum für sein Wort zu bauen. So weil wir den Jes nicht in Hänger sind. Wenn der uns monat, wenn der uns anleiten will, was zu tun oder was nicht zu tun, weil wir den hier geben in Gehorsam sein auf da. So, beleef diese Friede am Hart durch den Jes. So, das ist was wir können beleben als Kinder Gottes. Wir können diese tiefe Friede können wir an uns haben. Aber es ist nicht versalzt durch. Wir können uns die von Gott nehmen. Allein durch Jesus Christus und dass er uns die durch seinen Geist geben wird. Noch einmal das Vers zum Schluss. Sagt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. So diese Friede an der Radung zu haben. So ist das eine Friede für mich. Dass ich gerade sie. Und habe ich eine Friede an ein fruchtbringendes Leben zu führen. Dass die Frucht soll rütdagen uit mir, dass das Vers uit zu leben. Und habe ich die Friede und das Gebetsleben mit Lehre zu lassen, durch den Jes, dass ich kann beantwortet werden. Dass ich diese völlige Friede kann genießen. Und habe ich die Friede andere mit Jesus zu bringen, dass andere auch können diese Friede genießen. Gut, ich freue mich heute nicht zum Beten. Gerechter, lieber Gott im Vater im Himmel, Dankeschön für dein Wort, Dankeschön für deine Leib. Dankeschön für das wir können uns um die holen und dass du die Allmacht hast in dieser Welt hier, wo wir am Wachen im Himmel sind, durch diese Reise hier, wo wir verschiedene Beleben tun. Du brauchst wir die und du fällst uns das an die. Und auch besonders auch an den Vers gedacht von der Frucht des Geistes. Halb uns das, wie wir da waren, können herrlich an uns haben. Da kann ich eine ohne der andere sein, das alle top eint. Und halb uns das, wie wir können, dort uitleven. Dat wordt an uns rütdagen. Dat ook diese Friede, von was wir uns nun bekickt haben, dass die Friede wird völlig an uns sein. Und ich bete von jedem einen, der hier bin, als sollte wer sein, wer das Wort von dort an sich hat, was am Trübel det, an diese Friede nicht völlig kann genießen, musst du am Kraft geben und am helpen damit, dort von am Weich zu tun. Dass du die Hart rüt zu tun, dass du vom Hart wirklich kann, die völlige Friede rüt strahlen. Und help uns alle von dort zu sein, was du wieder wird treu im Kampf sein. Du musst auch diese Kirche wieder sehen, und jeder Bruder und jeder Schwester mit dem Bieren sein, und helpen, treu zu kämpfen, was an den Tag, wo du wirst kommen, und hole uns ein Haus. Wir freuen deinen Beistand und deine Nähe wieder, Jesus, in deinem Namen. Amen. Wir wollen zum Schluss Nummer 384 singen. 384. Ich dachte so, die Leute singt jubelnde Freude und dort vom Horten zu singen, wir posten das früher noch abstunden, zum die Leute singen. Sag, kennst du die Freude, die stets mich beseelt, und warum so froh ich kann sein? Seit Jesus den Heiland als Freund ich erwählt, ist meine Freude allein. Jubelnde Freude, sag, kennst sie auch du? Freude, die niemals vergeht, Frieden im Herzen und selige Ruhe, ist Freude, die ewig besteht. O Jubel
Jubelnde Freude erfüllt meine Brust, die Freude, die Jesus mir gab. Seit ich mir der vollen Vergebung bewusst, stets Freude im Herzen ich hab. Jubelnde Freude, sag, kennt sie auch du, Freude, die niemals vergeht. Frieden im Herzen und selige Ruhe ist Freude, die ewig besteht. Welch herrliche Freude füllt täglich mein Herz, die niemals die Welt bieten kann. Die Freude in Jesus, sie hat jeden Schmerz und ziehet mich stets Himmel an. Jubelnde Freude, sag, kennt sie auch du, Freude, die niemals vergeht. Frieden im Herzen und selige Ruhe ist Freude, die ewig besteht. Ob Wolken noch scheinbar verdunkeln den Pfad und drängen die Freude zurück. Doch weiß ich, es trägt mich die Götter, kennt sie auch du, Freude, die niemals vergeht. Frieden im Herzen und selige Ruhe ist Freude, die ewig besteht. O welch eine Freude und Wonne wird sein, wenn eins in den himmlischen Höhen mit all den Erlösten im seligen Verein mein Auge den Heiland darf sehen. Jubelnde Freude, sag, kennt sie auch du, Freude, die niemals vergeht. Frieden im Herzen und selige Ruhe ist Freude, die ewig besteht. Darf ich Platz nehmen? Goed, ik had gepland eerst een klein beetje met te delen. Viele von jullie kennen uns, sind Jake Mortis zu Lichtfeldkirch, sehen das hastig in Hof. Ich und meine Frau Arlene, wir sind hier, unsere Kinder sind dort in der Kirche geblieben. Wir haben 2 Mädchen, eine ist 21 Jahre, der andere ist 15. Und was eigentlich euch wird fallen, dass sei auch den Haaren deine, dass wir alle taub Frau sind am Haar. Das ist wundervoll, dort zu genießen. Familie, ganze Familie taub, den Haaren deine. Das ist wirklich was gerautet, so das dort. Ja, sind ich sie durch abgewaschen. Nicht ganz korrekt, ein Cleaning sie auf, wo ich von Clean und sie abgewaschen, das wurde tüßig erst für mich durch. Aber wir danken für wer Jesus ist. Gut, dann wird passende Leute für die Botschaft, weil wir uns hauptsächlich den Segen empfangen. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, seid vollkommen, tröstet euch, habt einerlei Sinn, seid friedsam, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gut, ich wünsche Ihnen einen gesegenen Tag und einen gesegenen Weg wieder. Gottes Segen.